Wir fangen schon an, ne? Schön. Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Schimmel Motorsport ist wieder am Start hier. Wer unser erstes Video noch nicht gesehen hat, das sollte jetzt das zweite Video sein. Kann ja mal reinschauen, da haben wir ja schon so ein paar Sachen mal erklärt. Wir sind jetzt bei der Hinterachse bei. Das Achsgehäuse lag letztes Mal noch auf der Böcke. Haben wir jetzt schon auf der Drehbank und machen jetzt den finalen Schliff. Das wollten wir euch mal ein bisschen zeigen, wie das so auf der Drehbank läuft. Ist ja auch nichts Alltägliches, was man vielleicht hat. Genau, das werden wir euch jetzt einmal kurz zeigen und dann werden wir noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, euch das erklären, was, wo, wie wir was gemacht haben, herhaben, was das gekostet hat vielleicht auch ein wichtiger Punkt, was wir so für die einzelnen Sachen bezahlt haben. Würde ich auch, glaube ich, gut finden, wenn ich selber sehen würde, dass man auch mal weiß, mit welchen Kosten man da rechnen muss. Ist jetzt auch alles kein Geheimnis. Das sind ganz normale Sachen, die man kaufen kann. Und ja, jetzt zeigen wir euch das erstmal, wie wir ein bisschen hier die Platten noch grob vorreißen. Nachher einmal schlichten. Nochmal den Feinschliff. Ja, wir sind eh bei. Hardy wird das ein bisschen begleiten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut mit der Drehbank. Genau. Ist halt ein bisschen wild alles. So ein großes Teil hier in der Drehbank. Schutzbrille, ganz wichtig. Er läuft halt über den Vorschub jetzt. Die Zerspannung. So, jetzt ist das soweit final. Also das sind unsere Maße jetzt, Rahmeninnenmaß, Rahmenbreite. Hier kommt nachher die Achsstummel rauf, da gehen wir gleich nochmal hin. Angefangen hat das Ganze mit einem Achsgehäuse. Viele bauen auch ein Achsgehäuse komplett selber, aus Kantteilen, also aus Blech. Wir haben uns dafür entschieden, ein ursprüngliches Achsgehäuse aus dem LKW umzubauen. Wir haben im ersten Video schon gesagt, dass es ein Rockwool, also ein Meritor-Achsgehäuse, ich glaube früher hieß das Rockwool, mittlerweile heißt das Meritor. Lass mich lügen, es heißt 20145, glaube ich. Genau, das ist ein reines LKW-Achsgehäuse, das war roh, bevor wir das angefangen haben zu bearbeiten. Hardy wird euch nochmal zu den verschiedenen Sachen ein paar Bilder einblenden, auch zu dem Gehäuse. Wie das mal war. Und dann haben wir angefangen, uns Gedanken gemacht, wie wir was bearbeiten. Erstmal musste das natürlich auf die Länge gebracht werden, auf eine Bandsäge. Dazu kommen auch nochmal Bilder. Das ist jetzt natürlich alles vor der Geschichte passiert, wo wir gesagt haben, wir fangen jetzt an mit Film. Ist jetzt nicht schlimm, hätte man vielleicht auch noch alles mit Kamera begleiten können, wäre auch cool gewesen, aber ich denke mal, bildlich könnt ihr euch das einigermaßen vorstellen. Ja, dann haben wir das erstmal auf Länge gebracht, abgesägt.
Hardy hat mir mit Plasma die Platten grob ausgeschnitten, dann habe ich die schon mal grob vorgedreht. Und dann haben wir das Ganze ausgerichtet auf einem Lochtisch. Ausgerichtet, grob zum Schweißen, angeheftet, verschweißt. Hardy, sein Meister, hat uns da auch ein bisschen unterstützt. Nochmal vielen Dank dahin. Und dann, genau, dann war das eigentlich schon das Gros an Achsgehäuse fertig. Wichtig war, dass wir die Achsmitte quasi vom Differential haben. Dafür haben wir uns Buchsen in dem Achsschwein gedreht, was quasi reinkommt. Die Welle durch, dass das alles zentriert war, hier mit Spannhülsen, die Platten gespannt und dann erst ausgerichtet verschweißt. Ne? Das muss ja alles auch zueinander laufen. Wenn nachher die Achsstummel mit den Außenplaneten bzw. mit den Radnaben, wo die Steckachsen nachher drin sind, wenn das so da dran ist, muss das ja auch passig zum Differential nachher laufen, dass die Steckwellen auch wirklich ins Differential reingreifen. Ne? Ja, genau. Das dazu. Genau, jetzt haben wir das einmal grob hingedreht, beziehungsweise jetzt schon fein hingedreht, Gewinde drin. Also hier wird nachher der Rahmen verschraubt. Hier kommen noch Bohrungen gesetzt für die Achsstummel, da gehen wir gleich nochmal hin. Zeigen euch die einmal nur kurz. Und dann sind wir für heute erstmal durch. Das Video wird ein bisschen sich aufteilen auf mehrere Tage, weil die Außenplaneten bzw. die Radnamen sind gerade noch beim Schweißen. Da kommen noch Adapter für Bremsscheiben ran. Und das Differential ist gerade beim Nadellagern. Da habe ich auch jemanden, der das macht für mich. Also wie gesagt, wir versuchen viel selber zu machen, Drehteile und auch Schweißen teilweise viel. Aber ich sage jetzt gerade bei den Achsplaneten bzw. Radnaben, wo eine Bremsscheibe dranhängt, das muss schon hundertprozentig sein. Ne? Weil nicht, dass man da nachher in die Bremse langt und dann bricht das ab oder so, da haben wir keine Lust drauf. Deswegen ist das gerade beim Machen. Genau. Dann werden wir jetzt nochmal auf die Radnamen gleich eingehen und zeigen euch vorher noch die Achsstummel, die nachher hier rankommen. Werden wir auch bestimmt noch mal ein Video machen, wie wir nachher die Löcher reinbohren und dann, genau, schwingen wir mal rüber kurz. Genau, das sind jetzt die Achsstummel an sich. Das waren ursprünglich Achsstummel bzw. Außenplaneten von MAN Cut-Achse, MAN Cut 1. Das ist so ein 3- oder 4-achsiger Bundeswehr-LKW, sage ich jetzt mal. Und das hat sich halt auch bewährt im Traktorpulling, weil das sehr stabil ist, die Übersetzung gut passt. Aluminium ist schön leicht. Es gibt auch verschiedene andere Sachen, die man da fahren kann. Ich glaube von Zeppelin, vom Radlader gibt es sowas noch, was einige Pulling-Teams fahren. Dann gibt es noch, ich komme nicht drauf jetzt. Ja, es gibt noch so eine Radnaben oder Außenplaneten. Aber wir haben uns jetzt für die entschieden. Ich weiß auch, Ronny fährt die auch und Christoph hier von den Hubraumteufeln. Und dann weiß man schon mal grob, wie das funktioniert und kann sich da mal ein paar Tipps holen, sich das angucken. Genau, die Bohrung müssen wir noch setzen in die Achse. Ne, deswegen haben wir jetzt da die Zentrierung rangedreht. Das wird nachher hier zentriert. Und dann wird das ausgerichtet, genau auf Höhe, weil hier wird vielleicht nachher noch ein Bremssattelhalter raufkommen. Das wird aber auch noch im Video begleitet dann. Und genau, jetzt wollte ich noch mal kurz einmal darauf eingehen. Ich habe ja gesagt, wegen Kosten und so weiter. Das reine Achsgehäuse roh hat gekostet 500 €. Mussten wir holen, was heißt mussten, wir haben das bekommen vom Asterix-Team, von Edwin de Roy aus den Niederlanden. Mit den Außenplaneten war so ein bisschen schwierig. Da gibt es in einigen Pulling-Szenen-Seiten
wurden da auch welche angeboten, gebrauchte, alte und so weiter. Die kosten so um die 7, 8, 900 Euro. Nur die Außenplaneten. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, es gab noch aus Restbeständen ganze Achsen. Die haben dann gekostet 1200 Euro, bin ich der Meinung. Plus ein bisschen Spedition her. Und dann haben wir uns das, was wir brauchten, von der Achse abgebaut. Wussten dann, dass es quasi neu ist, also Neuware, dass die ganzen Verzahnungen, können wir auch noch mal gucken, dass das alles von den Planeten, wenn die Radnamen wieder da sind, können wir euch das noch mal zeigen. Aber das ist jetzt so ein Planetenradsatz. Ja, hier kommt nachher die Steckwelle vom Differential und dann dreht das. Und da wussten wir halt, dass das einmal neu ist, frisch ist und noch nicht viel gelaufen ist. Ne? Und deswegen haben wir uns dafür entschieden und haben dann den Rest von den Achsteilen wieder verkauft. Ne? Weil wir wirklich nur die Außenplaneten brauchten mit den Achsstummeln. Ne? Nur Außenplaneten hätten uns auch nichts gebracht. Wir brauchen wirklich die Achsstummel. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist auch schwierige Arbeit. Da sind ja normal, das ist eine gelenkte Achse, da sind dann noch so Angüsse dran, die haben wir grob abgeflext und dann auf der Drehbank plan gedreht. Vielen Dank nochmal an Thomas Martmann da von Genie Evolution Pulling Team. Der hat mir da ein paar Tipps gegeben, wie man das macht. Und der hat auch viele Fotos drin bei Facebook. War ich auch froh, dass ich da ein bisschen gucken kann. Ja, das ist alles, wie gesagt, das ist alles nichts Neues. In der 3,6 Supersport-Klasse ist das jetzt im Kommen mit diesem Komponentbau. Ein Komponent ist ja quasi denn, dass auch andere Hinterachsen erlaubt sind und andere Getriebe. Nicht so, wie ursprünglich das immer war, original Getriebe zu dem Traktor. Und das ist jetzt so ein bisschen im Kommen, aber das ist alles nichts Neues. In der freien Klasse oder im Modified, die fahren das schon jahrelang so. Ne? Also diese Konstellation LKW-Achse, Außenplaneten, Alufelgen und dann Getriebe, ne? Oder nur ein Reverser, dass sie sagen, ich will nur vorwärts, rückwärts. Ne? Genau. Wie gesagt, das Video wird so ein bisschen mehrteilig. Im nächsten Switch wird das wahrscheinlich so sein, dass wir dann die rein Außenplaneten, die Radnamen schon hier liegen haben und euch das nochmal erklären werden. Genau. Dann springen wir da mal schnell hin. Das wird dann schon ein neuer Tag sein, aber nicht so schlimm. Wir wollen das gerne in ein Video zusammenfassen. So, wir sind jetzt 2 Wochen später, glaube ich. Gleichzeitig gedrückt. Sehr naughty. So, los. Er ist totaler Dödel, Alter. Im zweiten Teil von dem Video. Die Radnamen sind wieder zurück vom Bearbeiten. Das Differential ist jetzt noch nicht da, ist aber auch nicht so schlimm, das dauert noch ein bisschen. Für den Rahmenbau und so weiter brauchen wir das auch erstmal nicht. Das Gehäuse haben wir zum Ausmessen und so weiter, das reicht. Genau, jetzt zeigen wir euch nochmal die Radnamen. Wir haben jetzt eine Seite mal zusammengebaut, eine zerlegt, um euch das besser zu zeigen. Genau, die kommt mal ran. Das ist quasi der Außenkorb, der hier nachher auf der Verzahnung sitzt. Dann nehme ich einmal runter. Genau, das ist die reine Radnabe, die jetzt fertig ist. Das ist jetzt hier das Stück quasi der Adapter, wo hier nachher die Bremsscheibe drauf sitzt. Der ist jetzt hier verschweißt und da. Das hat das Teil gedreht, hat André mir, guter Freund von uns. Vielen Dank nochmal dahin. Und verschweißt hat das Edelart, Marc, das ist auch ein Kumpel von uns und ein Arbeitskollege von ihm, deswegen hat das ganz gut gepasst. War das ja ein Durchlauf. Ja, und wie gesagt, ne, das musste halt einmal richtig gut verschweißt werden. Ja, das lag ich hier raufgeschweißt, weil wenn hier nachher noch der Halter raufkommt, hier quasi, wo dann hier oben nachher der Sattel drauf sitzt, der Bremssattel. Zu dem Thema werden wir auch nochmal ein Video machen, nachher Thema Bremse und so weiter, wenn das soweit ist. Das muss ja nachher auch dann hier richtig halten, ne? Da ist ja richtig Kraft drauf nachher, was festhält, um den Trecker quasi, wenn die Front in der Luft ist, lenkbar zu haben. Ne? Das macht man dann mit der Einzelradbremse. Das ist nachher auch der Grund, warum das Differential quasi zum Nadellagern ist, dass das alles schön leicht läuft, dass der Trecker noch lenkbar ist nachher. Genau. Hier kommt nachher der Lagersitz noch rein, Lager rauf und so weiter. Hier sitzt noch ein Wellendichtring drin.
Das ist auch noch so ein Thema hier quasi. Und der soll dann auf diesen Ring laufen. Den haben wir jetzt schon bearbeitet. Ich nehme den mal runter. Weil der hier, original ist hier eine O-Ring-Abdichtung drauf. Gegenläufig da auch. Das geht jetzt nicht mehr mit den Adaptern. Und hier ist jetzt so eine Phase. Und die muss weg, weil hier auf der Fläche soll der Wellendichtring nachher laufen, der in der Radnabe sitzt. Und der würde dann hier nicht abdichten. Also das schweiße ich noch auf, drehe das wieder auf die Fläche runter. Das haben wir auf der anderen Seite schon gemacht. Das werde ich hier noch machen. Da haut Hardy noch mal 2 Bilder zu rein. Dass ihr das auch mal seht, genau, dass das alles nicht nur Plug and Play ist, sondern auch mit viel Arbeit verbunden ist. Ja, das Schweißen und so weiter, das Schweißen hat jetzt glaube ich 80 oder 100 Euro gekostet. Die Sachen mit André verrechne ich immer, repariere ich sein Auto für. Ja, das ist eigentlich so jetzt dann final fertig. Man könnte hier das Planetengetriebe noch nadellagern, das wollen wir erstmal nicht machen. Das sieht dann ja so aus. Und das sitzt dann quasi nachher hier in dem Korb drin. Mit der Seite. Hier. Und hier kommt dann die Steckachse aus dem Differential hier raus. Das ist jetzt natürlich nicht verbaut. Und dreht dann hier das Rad. Der Korb steht auf dem Stummel. Und dadurch dreht sich die Radnabe. Das zeigen wir euch jetzt mal drüben, weil da haben wir das schon mal zusammengebaut. So sieht das dann aus. Und hier kommt dann die Steckachse aus dem Differential und dreht die Radnabe. Das ist natürlich besser, weil das Drehmoment dann am Rad ist, die Geschwindigkeiten dann weg sind. Und also die Geschwindigkeiten höher sind hier von der Steckachse, dass man hier außen erst mit der Geschwindigkeit runtergeht, dass auf den Steckachsen und im Differential nicht so viel Drehmoment ist. Genau, das haben wir. Ja, dann fehlt jetzt noch das Thema Differential. Wie gesagt, das ist noch beim Nadellagern. Sitzt quasi nachher hier drin. Da blenden wir jetzt auch noch mal ein Bild rein, wie das zusammengebaut ist. Hier sind jetzt noch die Buchsen drin. Die Buchsen hatten wir mit der Welle, dass wir die Achsmitten nachher haben für die Platten und so weiter, dass das alles eine Linie ist, so wie das auf der Drehbank war, vorhin im Video. Genau, das ist das passende Achsschwein quasi zu dem Gehäuse, Rockville Meritor. Da habe ich noch, glaube ich, noch gar keinen Preis zugesagt. Das hat jetzt, glaube ich, 1500 Euro gekostet, also 1500 Euro. Also das Gehäuse mit dem Differentialkörper und der passenden Übersetzung dazu. Und das Nadellagern jetzt kostet so, ich habe jetzt noch keinen Preis, aber so um und bei 700, 800 Euro, glaube ich. Sind da das komplette Diff nachher nagelagert. Genau, die Übersetzungen liegen hier auf dem Tisch. Ja, das ist der Antriebspin oder das Antriebsrad. Und das, also Kiegelrad auch genannt. Und das ist das Tellerrad dazu. Das ist eine Übersetzung 433. Genau, 433. Und die Planeten haben eine 3,94, glaube ich, Übersetzung. Wenn ich mich nicht täusche, ja, genau, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das war so.
Ja, und dann müssen wir nachher jetzt noch von der Hinterachse zum Getriebe, kann Hardy nochmal hinfilmen, nochmal Verbindung schaffen mit diesen Muffen. Die Muffe ist jetzt hier schon passig auf dem Getriebe, aber diese hier passt hier noch nicht rauf. Da sind wir jetzt im nächsten Step bei, da Verbindung zu schaffen. Das wird jetzt demnächst noch passieren, dass man in das Getriebe quasi nachher vor die Hinterachse steckt. Genau. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es da erstmal gar nicht zu sagen zu. Das ist alles so das, was wir jetzt so gemacht haben. Wie gesagt, wir haben jetzt auch gesagt, viele haben gefragt, wann kommt das nächste Video und so weiter. Wir haben gesagt, ja, wir wollen uns da auch nicht festlegen, wir versuchen das alle 2-3 Wochen, aber es muss halt auch immer irgendwie was passieren, ne? In den 2-3 Wochen, um was zeigen zu können. Ne? Wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie was Sinnloses, also irgendwie so einen Müll wollen wir auch nicht zeigen, sondern es soll schon ein bisschen Hintergrund haben, gerade für diese Pulling-Geschichte. Es werden auch definitiv noch andere Videos kommen, wir haben da noch ein paar in Rückhand. Moped, Abstimmungskram, Motorenbau, Moped, habe ich noch was in petto, oder wir eher gesagt, Hardy und ich. Genau. Wenn ihr zum Thema Achse noch irgendwelche Fragen habt oder ich irgendwas vergessen habe oder was falsch gesagt habe oder wie auch immer, schreibt das gerne in die Kommentare. Ne, wir freuen uns über jeden Kommentar. Unser erstes Video war auch ganz gut mit Kommentieren und Likes und so. Das war echt schön, haben wir uns echt drüber gefreut. Und ja, immer Fragen, wenn ihr jetzt irgendeiner sagt, ich will das selber mal probieren, sagt Bescheid, wenn ihr Fragen habt, wir helfen, wo wir können. Wir haben uns das ja auch nicht komplett selber ausgedacht, einige Sachen das vielleicht schon, aber wir haben uns ja auch irgendwie Hilfe geholt oder mal Leute gefragt, die das schon gemacht haben und wollen euch das ja nur mal zeigen, wie das geht, was das kostet und dass man vielleicht auch mit weniger ein bisschen mehr machen kann, habe ich ja schon gesagt im ersten Video. Wer es noch nicht geguckt hat, rauf auf den Kanal gucken. Genau, ansonsten liken, abonnieren nicht vergessen, Kanal abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat. Ja, und dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Video, ne? Denn